Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt weitere Informationen zum ISO-Rätsel im Paris-DLC. Das Social-Media-Team von Assassin's Creed hat da nämlich uns einen kleinen Hint gegeben und den schauen wir uns heute an. Auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed News, Guides und Lore und Rätsel natürlich, wie zum Beispiel auch das ISO-Rätsel, was ich letztens rausgehauen habe. Wenn ihr das nicht mehr verpassen wollt und die weiteren, dann jetzt gerne ein Abo dalassen. Und darum geht es heute auch um das ISO-Rätsel. Ich sag's nochmal ganz kurz. Das ISO-Rätsel beinhaltete mehrere verschlüsselte Botschaften in Steintafeln oder auf Steintafeln, die man im Norden von Paris gefunden hat, in Saint-Denis. Die hat man dann entschlüsselt, wie das alles funktioniert, das findet ihr wie gesagt in meinem Video. Und die haben uns dann zu einer Gruft geleitet, die ja teilweise abgesperrt war, wo wir Königsgräber gesehen haben und die eine Anspielung auf das Dead Kings DLC von Assassin's Creed Unity waren. Und dort haben wir eine ISO-Tafel entdeckt, die versteckt war, keine Tafel, sondern eine Nachricht, die versteckt war. Wenn man Odins Auge aktiviert hat, wurde diese Verschlüsselung, sage ich mal, deaktiviert. Das heißt, man hat sie gesehen, man hat die Odin-Schrift gesehen, im Adlerblick, im Odin-Blick. Und da standen dann halt mehrere Sätze. 4 Zeilen waren zu sehen, die ersten oberen Zeilen waren Wörter, die beiden unteren Zeilen waren Zahlen. Die oberen Zeilen haben gesagt, einer, es, sehen Sie die, fertig abgeschlossen, sinngemäß, sobald es gesehen wird, ist es abgeschlossen, das kann sich auf die Nachricht beziehen. Die unteren beiden Zeilen, da haben wir die Zahlen übersetzt und da ist Folgendes dabei herausgekommen. Das erste 782, 3962 in der ersten Zeile und dann in der untersten Zeile 37 und 3101. Und keiner wusste ganz genau, was man jetzt damit anfangen sollte, wie es jetzt funktioniert, ob es da irgendwie eine Koordinate gibt oder so. Und gestern, ich glaube um 22 Uhr, hat Ubisoft bzw. Assassin's Creed etwas auf Twitter gepostet und das schauen wir uns jetzt mal genau an, weil das ist höchst interessant. Wir sehen, ihr habt guten Fortschritt mit dem Saint-Denis-Rätsel gemacht. Doch vielleicht habt ihr etwas vom Puzzle übersehen oder es einfach falsch verstanden. Ist eine Dezimalzahl nicht eine Zahl und nicht 2? Oder man könnte auch sagen, eine Dezimalzahl ist eine Zahl und nicht bestehend aus 2 separaten Teilen. Doch was ist eine Dezimalzahl überhaupt? Ich habe das mal einfach in Google eingegeben und dabei ist herausgekommen, dass die Seite LearnAttack von Duden unterstützt geschrieben hat, eine Dezimalzahl ist eine Kommazahl, also zum Beispiel 0,5. Doch wenn wir uns jetzt mal das Rätsel angucken, dann sehen wir keine Kommazahlen, wir sehen ganze Zahlen, das heißt, das sind keine Dezimalzahlen. Und Assassin's Creed hat im Beitrag gesagt, dass eine Dezimalzahl eine Zahl ist und nicht 2. Und Dezimalzahlen werden ja verwendet, um etwas genauer zu beschreiben. Und in Kombination mit dem Map-Emoji und dem Pin-Emoji, denke ich mal, wird es auf eine Location hindeuten, die genau irgendwo auf der Karte vermerkt ist. So, ich habe das jetzt mal probiert. Ich habe jetzt im Grunde 7823962 kombiniert, zusammengefasst in eine Zahl. Ja, 782,3962 und die unterste Zeile auch, 373101. Ich habe das versucht, in verschiedene Regionen der Welt einzugeben. Als Dezimalzahl ins Koordinatensystem habe ich es eingegeben. Das heißt also, ich habe nicht 782 eingegeben, sondern 78.23962, 37.3101. Dabei ist auch nichts herausgekommen. Ich habe es verschoben. Ich habe dann mal 7.82 eingegeben. Also verschiedene Art und Weisen, wie ich das Koordinatensystem bespielen kann. Ich habe es probiert. Ich habe verschiedene Orte bekommen. Ich habe den Nordpol bekommen. Ich habe irgendwas in Äthiopien bekommen. Aber nichts, was irgendwie in der Nähe, was in England ist, was in Norwegen ist, was in Paris ist, was vielleicht sogar die Zukunft deuten könnte. Also zum Beispiel in Köln oder so, ja. In Finnland habe ich nichts gefunden. Die Koordinaten waren immer sehr, sehr weit weg. Und daher habe ich da immer noch einen Fehler. Beziehungsweise ich mache es nicht ganz richtig. Und da brauche ich eure Hilfe. Es gibt einen Teil im Text, der vielleicht ein Hinweis sein könnte. Denn wir haben hier eine zweite Tafel vor diesem ISO-Rätsel. Denn in dieser zweiten Tafel gibt es einen Absatz, der gesagt hat, that I do not understand that I need to move the prick shot to the left. Und das bedeutet ja sowas wie, dass ich nicht verstanden habe, dass ich also the prick, the shot, nach links bewegen muss. Und da muss ich sagen, habe ich nicht verstanden, was damit gemeint ist. Das kann jetzt bedeuten, dass wir die Zahlen in irgendeiner Weise verschieben müssen, dass sich daraus vielleicht eine richtige Koordinate ergibt, dass sich daraus vielleicht irgendwas ergibt, was Sinn macht. Doch was meint ihr? Wie findet ihr diese Information? Meint ihr habt da eine Idee? Wenn ja, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Einen Drängerdaumen würde ich auf jeden Fall feiern. Und jetzt noch zu meiner letzten Sache. Mein letzter Hinweis für euch. Und zwar können wir natürlich sagen, wir geben das Ganze in das Koordinatensystem ein. Aber die Karte von Paris ist ja komplett verzogen. Also die Proportionen sind ja gar nicht so akkurat, wie sie heute sind wahrscheinlich. Das heißt also, ich denke, dass wir diese Zahlen in ein Koordinatensystem eingeben müssen, aber
nicht in der Welt oder nicht für unsere Erde, sondern für die Map. Wir müssen quasi für die Map ein Koordinatensystem erstellen, eventuell. Ich habe mir die Mühe noch nicht gemacht, um dann herauszufinden, okay, wo dort im Grunde die Position ist, die halt dann mit der Pinnnadel anzustecken ist und wo wir dann eventuell ein weiteres Rätsel lösen können oder eventuell etwas bekommen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ja, euch hat's gefallen. Lasst mir auf jeden Fall Liebe da. Vielen lieben Dank. Und die Glocke habt ihr eh schon aktiviert. Ja, Eivor. Wieder mal, Sie haben die Glocke. Ja, Sie haben die Glocke aktiviert, glaub mir mal. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.